Moin, ich bin Florida Juicy, Producer aus Bremen. Ähm, ich habe grüne Augen, braune Haare und ich bin 1,90 groß. Ähm, ich möchte von meiner Musik leben können. Das ist irgendwie schon immer ein Traum von mir gewesen, so mit meiner Passion, so mein Geld zu verdienen. Ich möchte Leute connecten, so, ich möchte neue so Verbindungen schaffen. Das ist mir enorm wichtig. Also mit Newcomern arbeiten, das macht mir super viel Spaß. Also irgendwie aus Leuten das Beste rausholen und ja, Sachen kombinieren, die irgendwie so vielleicht noch nicht vorhanden waren. Genau. Das ist immer unterschiedlich. Aber es ist immer irgendwie eine neue und coole Erfahrung. Ich habe schon echt mit vielen verschiedenen Leuten irgendwie im Studio gesessen und es macht eigentlich immer Spaß. Man kriegt super viel Input, ich lerne mega viel dazu, sei es ja, wie man Texte schreibt, so, da habe ich mich voll viel reingefuchst und viel gelernt. Ja, man hat oft auch irgendwie wilde Nächte anschließend und es sammeln sich einfach coole Erfahrungen an und so. Das macht mega Bock. Gab es auch schon Zusammenarbeiten, die du wieder abbrechen musstest oder wo es einfach nicht geweiht hat? Es gibt natürlich immer so auch schwierigere Sachen, aber ich musste jetzt noch nie irgendwo irgendwie sagen, so, okay, wir brechen das jetzt hier ab oder so. Nee, das ist eigentlich immer alles entspannt. Ich versuche mir auch so ein bisschen auszusuchen, mit wem ich arbeite. Ja, aber die meisten Menschen sind ja zum Glück nett, so in der Branche, jedenfalls. Das hat verschiedene Gründe. Also einmal bin ich in einer Musikerfamilie groß geworden. Also mein Stiefvater ist Musiker, hat Musik studiert. Mein kleiner Bruder studiert Jazz, Bass und Klavier, richtig talentierter Bursche. So. Mein Vater ist Musiker und meine Stiefmutter auch. Also das ist tatsächlich, sind alle da verankert. Plus, ich sag mal so, wo ich so gesagt habe, ey, ich will anfangen Musik zu machen, war mit 13. Da war ich auf meinem ersten richtig großen Konzert, Papa Roach Konzert in Hamburg Docks. Und das hat mich so krank geflasht, also bis heute immer noch so eine kranke Erinnerung. Und danach habe ich mir direkt eine Gitarre gewünscht und angefangen Gitarre zu spielen. Und so Bands und Shit und ja, jetzt bin ich hier in Berlin so und ja, kann so von meiner Musik langsam leben, so, das ist krass. Also das war der Starting Point, das Konzert damals? Ja, also das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt was mit Musik machen. Es war natürlich nicht der Starting Point, so dass das mein Beruf wird, so ich war 13 so, aber es war so, da war ich hooked so. Ich will was Traum von mir wäre auf jeden Fall Yung Lean zu treffen und mit ihm zu schnacken. So, ja, ein Interview muss es vielleicht gar nicht sein, aber so halt mit dem Labern, so, der hat mich ich habe einfach so kranken Respekt vor diesem Typen so und seinem Leben und hat mich krass inspiriert, schon immer so. Krasser Typ. Und seine Musik ist einfach unglaublich gut, finde ich. Und ja, ansonsten gibt es noch so vielleicht so Max Martin, kennen vielleicht nicht so viele Leute, obwohl er so 50% der Welthits ungefähr geschrieben hat, ist halt ein Produzent. Ja, und von dem, ne, der hat Backstreet Boys, Britney Spears gemacht, The Weeknd, das Blinding Lights Ding und ne, so, das ist einfach so eine Industry Machine so und interessiert mich einfach, wie der arbeitet. Ne, und es gibt sehr wenig über den zu lesen. So. Das würde mich interessieren. Ansonsten gibt es 1000 Leute, mit denen man sich connecten will, so, ne, aber so spezifisch zu interviewen, wenn das jetzt so die beiden mir gerade in den Sinn kommen. Ja.
Kneipen. Also ich bin, also das Ding ist, in Bremen gibt es keine Clubs. So, ich habe jetzt 25 Jahre in Bremen gewohnt. Ich bin jetzt natürlich vor einer Woche nach Berlin gezogen. Aber in Bremen gibt es halt keine Clubs, aber es gibt eine meiner Meinung nach gute, sehr schöne Bar-Kneipenkultur. Mit Bars, die auch Freunden gehören und so. Und da bin ich eigentlich mindestens zweimal die Woche irgendwie unterwegs im Viertel. Und ja, jetzt in Berlin weiß ich nicht, wie sich das ändert. Vielleicht bin ich hier mehr auf in Clubs oder Hauspartys, I don't know. Und halt im Studio. Da trifft man mich auch gern mal an. Ja. Und welche Art von Person bist du, wenn man dich im Studio oder in der Kneipe antrifft? Ja, ich bin ein mega offener Typ, würde ich sagen. Also ich versuche mal irgendwie, ja, mich mit allen Leuten so zu unterhalten und zu connecten. Ich liebe es, mich zu connecten. Auf unterschiedlichste Arten und Weisen. So, ne? Das macht mir einfach auch mega Spaß, so, Leute kennenzulernen und zu socialisen und so. Ja, so bin ich drauf, denke ich mal.